through this channel, perhaps God speaks to the rulers and powerful people in the world more than we often realize. Und durch diesen Kanal redet Gott vielleicht mehr, als wir es uns bewusst sind, zu den Herrschern der Welt. When the church reminds the world of what God's standards are, Wenn die Kirche die Welt daran erinnert, was Gottes Standarte sind, and calls injustice injustice, wenn sie Unrecht als Unrecht bezeichnet, whether it's the Pope who does this often enough, ob es der Papst ist, der das relativ oft or an macht, individual Christian at work in his job, oder einzelne Christen bei ihrer Arbeit, isn't this precisely what the prophets did? ist das nicht genau das, was die Propheten gemacht haben? To stand up and say this is wrong. Aufstehen und sagen, nein, das ist falsch. Isn't that a prophetic ministry? Ist das nicht eine prophetische Arbeit? So in that sense, there is a prophetic ministry toward the world and rulers of this world. In diesem Sinne gibt es da eine prophetische Arbeit an den Weltherrschern. Good, and you may not be able to knock on Angela Merkel's door, but the Pope may have that opportunity. Du kannst vielleicht nicht bei Angela Merkel an die Tür klopfen und sagen, nee, das geht so aber nicht, aber der Papst zum Beispiel könnte das durchaus machen. And so perhaps there's more prophetic ministry going on than we realize. Wahrscheinlich gibt es da mehr prophetische Dienste, als wir uns bewusst sind. Prophecy is not limited to statements that begin with "Thus says the Lord." Prophetie ist nicht limitiert darauf, dass jemand anfängt mit "So spricht der Herr". Okay, that was a question, Lena. Yeah, but there are also like differences between the prophecies. Like the prophecies we do like are always encouraging and not pointing into the future, but there are specific people called like to be prophets like that they point into the future. Well, I do think there are certain levels here. Ich denke, da gibt es gewisse Level. I mean, all of us can have a prophetic word at some point in our lives. Wir alle können prophetische Worte in unserem Leben Not all of us are called to be prophets or to have a prophetic ministry. Aber wir sind nicht alle berufen dazu, ein Propheten zu sein oder einen prophetischen Dienst auszufüllen. Obviously, in the New Testament church, there were certain individuals recognized as prophets, as having a prophetic ministry. Im Neuen Testament gab es die Leute, die tatsächlich so diesen Dienst ausgefüllt haben. Equally obviously, Paul expects others beyond this circle to occasionally have the gift of prophecy as well. Und genauso erwartet Paulus aber auch, dass Leute über diesen Kreis hinaus was Prophetisches von sich geben. But let's not mistake prophecy and prediction. Aber wir sollten Prophetie und Vorhersagen nicht verwechseln. A prophetic word doesn't have to make predictions in order to be a prophetic word. Ein prophetisches Wort muss nicht was vorhersagen, um ein prophetisches Wort zu sein. Actually, most of what the prophets in the Old Testament say is not about the future, it's about the present. Das meiste, was die Propheten sagen, ist tatsächlich nicht über die Zukunft, sondern über die Gegenwart. They tell the people what God thinks about their behavior. Die sagen den Leuten, was Gott von ihrem Verhalten hält. And there is prediction, there are statements about the future. Dann gibt es natürlich Aussagen über die Zukunft. But it's the smaller part, and it's not essential for something to be prophecy. Aber es ist der kleinere Teil und es ist nicht essentiell für die Prophetie. Perhaps in actual practice, this is a difference between back then and today as well. Vielleicht ist das auch ein Unterschied von damals und heute. That the element of prediction today is even smaller than it was in the Old Testament. Dass der Anteil der Vorhersage noch weniger da ist als damals.
there's I haven't seen a whole lot of predictive prophecy. Ich habe nicht sehr viel vorhersagende prophetische Worte gehört. And a significant part of the predictive prophecy I have seen or heard or read turned out to be wrong. Und ein Großteil von den vorhersagenden Prophetien, die ich gehört habe, haben sich als falsch herausgestellt. So I suggest to be cautious in making predictions because we don't seem to be very good at it yet. Also möchte ich euch anraten, dass ihr vorsichtig seid mit vorhersagenden Prophetien, weil wir scheinen nicht besonders gut damit zu sein. You can't go very wrong if you say encouraging things to someone. Du kannst nicht sehr falsch liegen, wenn du was Ermutigendes zu jemandem sagst. God loves you, God's with you, He's for you. You can't go very wrong with statements like this. Gott liebt dich, Gott ist mit bei dir. Mit solchen Aussagen kannst du nicht sehr falsch liegen. But you will get married within the next 2 years. That's a risky. Aber wenn du sagst, du wirst in den nächsten 2 Jahren heiraten, das ist schon ein bisschen riskanter. And I'm not sure God would want to tell you, actually. Und ich bin mir nicht sicher, ob Gott dir das auch sagen wollen wird. I'm not sure if the other person really needs to know that, even if it is true. Ich weiß nicht, ob die andere Person das hören sollte, selbst wenn es wahr sein sollte. There can be a predictive element in prophecy, but I haven't seen much of it. Es kann ein vorhersagendes Element in Prophetie sein, aber ich habe nicht viel davon gesehen. When this predictive element moves beyond the church to nations and governments and so forth, und wenn dieses vorhersagende Element rausgeht aus der Kirche und zu den Regierungen, it becomes even more critical. Dann wird es noch kritischer. Because now it becomes something that could discredit the church and the gospel. Weil es jetzt was wird, was die Kirche und das Evangelium diskreditieren könnte. When someone goes public with predictions on national television or something like that. Wenn jemand mit seinen Vorhersagen auch dann im nationalen Fernsehen damit an die Öffentlichkeit geht. I won't say this cannot be or is impossible. Ich sage nicht, das kann nicht passieren oder es wäre unmöglich. But you'd have to be really certain. Aber du musst schon sehr sicher sein. Preferably have confirmation from others around you who are able to stand up to you. Und am besten hast du dann noch Bestätigung von anderen, die da mit dir aufstehen konnten. Yeah, so it's thinkable, but it's risky, and I haven't really seen it. But who knows? Ja, ich habe das noch nicht wirklich gesehen, aber wer weiß. And there too, to stand up and confront injustice, that's in a sense easier. It's harder to go wrong with that. Aber aufstehen und Ungerechtigkeit zu benennen, das ist im gewissen Sinne einfacher. Da kannst du nicht so viel falsch liegen. It may cost you your head. It did John the Baptist. Kostet dich vielleicht deinen Kopf. Ne? Also Johannes der Täufer hat bei dem was der Fall. He confronted Herod with the wife of his brother. Aber er hat Herodes mit der Frau seines Bruders konfrontiert. But there was someone who, of course, that was sort of still Old Testament, but was someone who stood up and confronted a king. Also das war so ein Stück weit noch Altes Testament, aber ja genau. Er ist aufgestanden und hat den König konfrontiert. How does it look like today? Wie sieht das heute aus? I think we need to think broader about prophecy than just thus says the Lord. Wir müssen weiterdenken über Prophetie, oder größeres Bild haben für Prophetie als nur so spricht der Herr. But it is an important element in the life of the church. Aber es ist ein wichtiges Element im Leben der Kirche. In the book of Acts, you will read about a prophet called Agabus. In the book of Acts.
Ihr werdet in Apostelgeschichte was von einem Menschen namens Agabus lesen. He made some pretty specific predictions. Der hat relativ genaue Vorhersagen gemacht. He predicted a famine that came. Er hat eine Hungersnot vorhergesagt. And when he met Paul, he predicted that when Paul came to Jerusalem, he would be arrested and put into chains. Und als er Paulus getroffen hat, hat Paulus gesagt, wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du weggesperrt und in Ketten gelegt. So it's there in the New Testament. Also das gibt es im Neuen Testament. At the same time, we find someone like Barnabas, who's also called a prophet. Und zur selben Zeit sehen wir aber auch jemanden wie Barnabas, der auch ein Prophet genannt wird. And when he comes to the church in Antioch, Und als er nach Antiochien geht, zur Kirche, the main thing that he does is encourage the brethren with many words. das Hauptding, was er tut, ist, die Brüder zu ermutigen mit vielen Worten. And so we find that there's we find that emphasis on encouragement in the ministry of Barnabas. Wir sehen einen Schwerpunkt auf Ermutigung unter Barnabas. Paul then, when Paul writes about the church in Ephesians, Und als Paulus an die Epheser schreibt, he says about the church that it's founded on the foundation of the prophets and apostles. dann sagt er, die Kirche ist aufgebaut auf dem Fundament der Propheten und Apostel. And I don't think he means the Old Testament prophets, Und ich glaube nicht, dass er die alttestamentlichen Propheten meint. but that the church, as it starts in the New Testament, is founded on the ministry of apostles and prophets. Sondern dass die Gemeinde auf dem Fundament der Apostel und der Propheten, die da sind, aufgebaut wird. So apparently the prophets were extremely important in the early church. Also es scheint, als ob die Propheten extrem wichtig waren in der frühen Kirche. But I think by doing things like what we see Barnabas do, Aber eher wenn im Ding, wie wir sie Barnabas tun, sehen. Speaking words of encouragement, Worte der Ermutigung sprechen and pointing the people to Jesus. und die Leute auf Jesus hinweisen. And through inspired speech, being able to explain what the work of Jesus actually meant, what it had done. Und durch Inspiration dann letzten Endes erklären können, was die Tat Jesu tatsächlich zu bedeuten hat. And to find in the Old Testament truth that they can reinterpret to show how the Old Testament speaks of Jesus. Und dann in der Bibel Wahrheit zu finden, die wir neu interpretieren können, um zu zeigen, wie sie auf Jesus deutet. I think that's the kind of prophetic ministry that Paul had in mind. Ich denke, das ist die Art von prophetischen Dienst, die Paulus im Kopf hatte. Prophets are quite present in the New Testament church. Und in dem Sinne sind Propheten sehr präsent im Neuen Testament. We had one question left here. Wir haben noch eine Frage hier. How can we know whether a prophet is false or not? Wie können wir herausfinden, ob ein Prophet richtig ist oder nicht, falsch ist oder nicht? Now the law had some clear criteria. Also das Gesetz hatte klare Kriterien. Deuteronomy. In Deuteronomie. There was a practical test. Da gab es einen praktischen Test. If the prophet makes a prediction that doesn't come true, is not a prophet you should listen to. Wenn der Prophet eine Vorhersage macht und die sich nicht erfüllt, dann ist das kein Prophet, auf den du hören solltest. And then there's the theological or doctrinal test. Und dann gibt es den theologischen, den Doktrintest. If the prophet seeks to persuade you to go after other gods, wenn der Prophet dich dazu verführen will, anderen Göttern zu folgen, even if his predictions come true, don't listen to him. Selbst wenn seine Vorhersagen wahr werden, hör nicht auf ihn.
Now, that's good as far as it goes. Of course, in reality, it probably often was a little harder. In der Realität war es wahrscheinlich schwerer. There were plenty of false prophets in the Old Testament. Es gab viele falsche Propheten im Alten Testament. They didn't necessarily prophesy in the name of another God. Die haben unter Umständen hier im Namen eines anderen Gottes prophezeit. I'm sure many of them would have spoken, presumably in the name of Yahweh. Wahrscheinlich haben viele von denen im Namen Jahwes prophezeit. But perhaps when we look in the history of Israel how this works, we can perceive another criteria. Aber wenn wir in der Geschichte schauen, was da passiert, dann können wir noch ein anderes Kriterium bemerken. The false prophets were speaking for profit, with an I, not an E. Die Propheten haben für einen Profit geredet, prophezeit. And assuming you paid them enough, their messages tended to be always nice and good and positive. Und wenn du ihnen genug gezahlt hast, dann waren deren Nachrichten gut und schön und positiv. Peace, peace. Friede, Friede. You will have victory in this battle. Ihr werdet Sieg in der Schlacht haben. The Lord is with you. Gott ist mit euch. The ethical element, the confrontation, is missing. Das ethische Element, diese Konfrontation fehlt. No false prophet no false prophet will get up and say to the king, it's wrong to do that. Kein falscher Prophet wird aufstehen und dem König sagen, so geht das aber nicht, das ist falsch. First, he wouldn't get paid. Second, he would risk his life. Erstens wird er nicht gezahlt und zweitens riskiert er noch sein Leben. It's the true prophets who are willing to take that kind of a risk. Das sind die wahren Propheten, die das Risiko aufnehmen wollen. So I think there were more criteria for people to recognize true and false prophets. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Kriterien, an denen die Leute falsche und wahre Propheten erkennen konnten. But it does require discernment. It's perhaps not always obvious. It requires discernment. Discernment, aha, ja, okay. Also es braucht die Gabe der Unterscheidung, es ist nicht immer einfach. And even more so today. Und noch viel mehr heute. Where it's more mixed. Wo es noch mehr vermischt ist. Because I don't think we can reject someone who happens to make a mistake. Denn ich denke nicht, dass wir jemanden zurückstoßen können, weil er einen Fehler gemacht hat. And so, in a sense, we need more discernment than in the Old Testament. Und in diesem Sinne brauchen wir noch mehr die Gabe der Unterscheidung als im Alten Testament. Where things were more black and white, also in prophecy. Wo die Dinge im Prophetischen auch einfach noch mehr schwarz und weiß waren. Okay, so that's covers several of the questions on the whiteboard, and I think it's an important part of the subject, the prophets. Ja, das wären so die meisten Fragen und ja, das ist wichtig an den Propheten. What do we do with the prophets today? Was machen wir mit den Propheten heute? And with that, I think we're ready to move on to Daniel, unless there's questions. Und damit sind wir bereit, zu Daniel überzugehen, falls es keine weiteren Fragen gibt. We have 2 questions left on the board that we'll keep for tomorrow. Wir haben noch 2 Fragen an der Tafel übrig, die wir für morgen uns aufheben. So, Daniel 1. Daniel 1. We get the information we need to put Daniel on the map, so to say.
Wir kriegen die Informationen, um herauszufinden, wo wir Daniel einordnen sollen. Geographically and chronologically. Geografisch und chronologisch. It refers to the third year of King Jehoiakim. Es bezieht sich auf das 3. Jahr König Joachims. Jehoiakim, that was the bad king. Joachim, das war der schlechte König. He started in 609, reigned until 597. Er hat im Jahr 609 angefangen und dann bis 500. 97. Ja, nein. 97. Yeah, numbers. Switching up. Yeah, Switching, yeah, it's confusing me so much. Yes. The third year takes us to around 606. Also das 3. Jahr bringt uns ungefähr nach 606. 605 is the year Nebuchadnezzar became king. 605 ist das Jahr, in dem Nebukadnezar König wurde. Apparently at this time the Babylonians took a group of a small group of young people from Judah to Babylon. Und scheinbar hat damals haben die Babylonier eine kleine Gruppe von Judäern mit nach Babylon genommen. And so that was in a small way the beginning of exile, a first wave of people going into exile. Und das war in einem gewissen Sinne die erste Welle des Exils. But these people received special treatment. Aber die Leute haben besondere Behandlung genossen. It seems Nebuchadnezzar was gathering young people from all over his empire. Das heißt, Nebukadnezar hat Leute aus seinem gesamten Reich zusammengezogen. To then have them educated and trained in Babylon. Damit die in Babylon gelehrt und gebildet wurden. So that he would have a staff at his disposal that would have knowledge of all the different places in the empire. Damit er letzten Endes Mitarbeiter hat, die Ahnung von allen Orten in seinem Reich haben. And people would be able to speak that language, for instance. Die Leute würden die Sprache sprechen. I think it does make sense to do something like this. Also macht schon Sinn, sowas zu machen. Now, so that's where we find Daniel. Da finden wir Daniel. It's even before Ezekiel, actually. Das ist tatsächlich sogar noch vor Ezekiel. But it is in the city of Babylon itself. Und es ist in der Stadt Babylon selber. Based on the dates, Daniel is alive and active all the way down to shortly after the end of the exile. Und von den Daten her wird klar, dass Daniel am Leben und aktiv als Prophet ist bis kurz nach dem Exil sogar. He's still alive when the Persians take over. Er ist immer noch am Leben, als die Perser übernehmen. So that by then he must have been an old man. Zu der Zeit musste er schon ein alter Mann sein. Because we've moved from 605 down to 537 and a little later. Also von 605 bis 537, 537. Also bis 537. So we're talking, he must have been in his 80s by then. Also er war wahrscheinlich in seinen 80ern.
So he lived through the reign of a number of Babylonian kings hat einige babylonische Könige überlebt and lived to see the Persians rise to power. und hat gesehen, wie die Perser an die Macht kommen. That's where we are in the history of Israel. Und da befinden wir uns in der Geschichte Israels. And then, as a book, it's a bit of a strange book, or at least it doesn't quite fit the other prophets. Und es ist ein bisschen ein seltsames Buch. Es passt nicht so ganz zu den anderen Propheten. In fact, in the Jewish Bible, it's not counted among the prophets at all. Tatsächlich wird es unter den in der jüdischen Ordnung nicht mal unter die Propheten gezählt. In the Jewish Bible, there's the three major prophets. In der jüdischen Bibel gibt es die 3 Hauptpropheten. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Jesaja, Jeremia und Ezekiel. And then there's the book of the 12. Und dann gibt es die Bücher der 12. That's our minor prophets, beginning with Hosea down to Malachi. Und das sind unsere kleinen Propheten, angefangen von Hosea bis hin zu Malachi. In the Hebrew Bible, this is counted as one book. Im Hebräischen wird das als ein Buch gezählt, Because these 12 conveniently fitted onto one scroll. weil praktischerweise haben die 12 gerade auf eine Schriftrolle gepasst. So there were 4 scrolls with the prophetic books. Also hatte man 4 Rollen mit den prophetischen Schriften. But Daniel was counted among the writings, everything else. Aber Daniel wurde zu den Schriften gezählt, also allem anderen. The Jewish Bible begins with the Torah, the 5 books of Moses. Die jüdische Bibel beginnt mit der Torah, den 5 Büchern Mose. Then there's the early prophets, which is our historical books. Dann die frühen Propheten, also die ganzen Geschichtsbücher. And then come those 4 later prophetic books. Dann kommen die 4 später prophetischen Bücher, But not Daniel. aber nicht Daniel. In size, Daniel is neither a major prophet nor a minor prophet. Also Daniel ist weder ein großer Prophet noch weder noch ein kleiner. But something in between. Er ist irgendwo was dazwischen. When it comes to the type of literature, it's not quite like most of the prophets either. Und wenn es um die Art der Literatur geht, ist er auch nicht so ganz wie die meisten der Propheten, der anderen Propheten. Because half the book is historical narrative. Weil die Hälfte des Buches ist eine Geschichtserzählung. And the other half of the book is dreams and visions. Und die andere Hälfte sind Träume und Visionen. And different from all the other prophets, we never see that Daniel communicates to the people of God. Und anders als all die anderen Propheten, wir sehen nie, dass Daniel zu den Leuten, dem Gottesvolk redet. Daniel is not like Amos and Jeremiah and others who proclaim to the people what God has spoken. Er ist nicht wie Amos, Jeremia oder so, die den Leuten erzählen, was sie jetzt von Gott erfahren haben. Now, what he sees in his visions is the future. Was er in seinen Visionen sieht, ist die Zukunft. But we don't find Daniel go out and then proclaim this to the people of Israel. Aber wir sehen nicht, wie Daniel rausgeht und das den Leuten von Israel erzählt. So he is a very unusual prophet. Also er ist ein sehr ungewöhnlicher Prophet. Nothing like the normal prophets that we've been talking about so far. Nicht wie die normalen Propheten, die wir uns bisher beredet haben. Have you all finished reading Daniel? Not quite yet. How far did you get? Until 7. Aha, so you've read the stories, but not yet the dreams and visions. Even based on the first half of the book,
how could we sum up its message? Wie könnten wir auf den ersten, gerade auf der ersten Hälfte des Buches